2010, 2011 war ich in Japan. Ich wurde durch Detektiv Kon zu einem großen Japan-Fan. Zusätzlich wohnten damals 2 Japaner bei uns im Dorf, die von meiner Mutter Deutschunterricht bekamen. Je länger wir Zeit mit ihnen verbrachten und je enger unsere Freundschaft wurde, umso mehr wuchs in mir der Wunsch, mich mit ihnen in ihrer Muttersprache unterhalten zu können, und ich beschloss, nach Japan zu gehen. Mein Bruder war bereits vorher ein Jahr im Ausland gewesen und ich bewarb mich bei derselben Austauschorganisation. Da man sich bei dieser Organisation das Land allerdings nicht aussuchen konnte, war ich sehr glücklich, als ich im Dezember 2009 meine Zusage für Japan bekam. Yay! Wuhu! Ja! Ich war natürlich nicht die Einzige, die ins Ausland ging. Zusammen mit mir hatten sich noch andere Leute beworben. Bevor man allerdings ins Ausland durfte, wurde man auf 3 Camps auf das Abenteuer Ausland vorbereitet. Diese Camps wurden von oft sehr jungen, ehemaligen Austauschschülern durchgeführt und es war faszinierend, was sie alles erzählten. Die Faszination für das Fremde wurde immer größer. Im August des folgenden Jahres war es dann endlich soweit. Ich flog nach Japan. Nach einem sehr anstrengenden 12-stündigen Flug landete mein Flieger in Tokio. Eine andere Schülerin, die mit mir geflogen war, stieg aus dem Flugzeug und war unglaublich erstaunt, dass so viele Asiaten herumliefen. Wir waren ziemlich erschöpft, aber als wir aus dem Flugzeug stiegen, war erstmal alles aufregend und neu. So viele Menschen auf einem Fleck. Ganz nach japanischer Art zückten wir alle erstmal unsere Kameras und schossen wie wild Fotos. Am Flughafen wurden wir von japanischen Betreuern der Organisation empfangen und in unsere erste Unterkunft gebracht, wo wir erst an einem Wochenende auf Japan vorbereitet wurden. Wir erhielten genaue Anweisungen, was in bestimmten Situationen wie Erdbeben, Brände oder sexuelle Belästigung zu tun war. Unter anderem lernten wir Mädchen den Ausruf Shikan, perversling, den wir schreien sollten, sollte uns einmal jemand im Zug oder im Bus zu nahe kommen. 2 Tage später ging es dann zu den Gastfamilien. Meine Gastfamilie bestand aus 3 Schwestern, einem Bruder, einer Mutter, einem Vater, einer Oma und einem Opa. Ich bin bis heute unglaublich froh und dankbar über meine tolle Gastfamilie. Meine kleinen Geschwister und ich verstanden uns auf Anhieb so gut, dass wir bereits am ersten Abend beim Herumalbern meine Brille zerbrachen. Wir brachten uns gegenseitig Wörter in der jeweiligen Muttersprache bei. Ich lernte Baka und sie lernten Huckepack. Die Schule war nicht so meins. Ich fühlte mich durch die strengen Regeln, die Schuluniform und die ständige Formulierung "You must" sehr eingesperrt und missverstanden. Dass mich manche Lehrer in ihrem Unterricht ignorierten, machte es nicht besser. Aber auch dort gab es ein Trostpflaster. Mein Englischlehrer mochte mich nämlich sehr und bezog mich immer in den Unterricht mit ein. Zu ihm habe ich heute noch viel und herzlichen Kontakt. Mein Sportlehrer war ebenfalls sehr zufrieden mit mir, weil ich in seinen Judostunden mir, im Gegensatz zu den anderen Anfängern, nichts brach, sondern nur blaue Flecken holte.
Trotzdem fand ich wenig Anschluss. Ich war den Schülern zu direkt, ganz deutsch. Meine Gastmutter erlaubte mir ab und zu, die Schule zu schwänzen, wenn es mir seelisch nicht so gut ging, wenn ich Heimweh hatte oder einfach gefrustet war. Ich sagte ihr, ich fühlte mich krank und sie tat so, als würde sie es glauben. Meine Freunde, die in Deutschland in meinem Dorf gewohnt hatten, waren zwischenzeitlich nach Japan zurückgekehrt und planten ihre Hochzeit. Es war eine wunderschöne Hochzeit, obwohl sie nur 3 Stunden dauerte. Während einer Hochzeit in Japan zieht sich die Braut 3-mal um und meine Freundin wurde von Kleid zu Kleid schöner. Es gab einige Dinge in der japanischen Kultur, die ich erst nicht verstand und auch später ablehnte. Aber es gab auch viele Dinge, deren Eigenheiten ich erst später zu schätzen wusste und die meine Liebe zu diesem Land noch größer machte. Ich besuchte viele Tempel und Schreine, gerade wenn es mir schlecht ging, und es war unglaublich toll jedes Mal. Am Eingang eines jeden Schreins steht ein sogenanntes Torii. Das sind Tore aus Holz oder Stein, die meist knallrot lackiert sind, und sie sind das auffälligste Zeichen von Shinto-Bauwerken. Der Meiji-Schrein mitten in Tokio war umrandet von einem großen Wald, eine riesige Fläche. Man vergaß komplett, dass man in einer Großstadt war und nicht irgendwo in den Bergen. Die japanische Kultur bringt es fertig, Dinge, die ursprünglich nicht zusammengehören, so selbstverständlich zu vereinen, als hätten diese immer schon zusammengehört, wie zum Beispiel die roten Brücken in grünem Wald. Es scheint objektiv nicht natürlich zu sein, und trotzdem ist es wunderschön und stört das Auge überhaupt nicht. Während eines Auslandsjahres gibt es immer Höhen und Tiefen, und man sagt, nach ca. 6 Monaten ist man über dem Berg. Ab dann wird alles leichter. Man versteht die Sprache besser, kann im Unterricht folgen und sich mit Leuten unterhalten und findet auch langsam mehr Freunde. Ich freute mich sehr, als ich meinen Berg erklommen glaubte. Der 7. Monat war auch wirklich leichter. Ich konnte das erste Mal im Unterricht verstehen, worüber der Lehrer redete, und ich unternahm mehr mit den japanischen Mitschülerinnen. Mein Auslandsjahr fand jedoch ein sehr abruptes Ende. Am Freitag, den 11. März, verabredete ich mich mit meinen Mitschülerinnen zum Karaoke. Nachmittags gab es ein riesiges Erdbeben, das Tohoku-Erdbeben. Samstag, Fukushima, und Sonntagabend war ich zu Hause in Deutschland. Das war das 100 Abonnenten-Special. Vielen Dank an dieser Stelle für 100 Abonnenten. Ich kann es kaum glauben. Ich finde es total super, freue mich riesig. Ja, jetzt habt ihr ein bisschen was erfahren über mein Auslandsjahr. Wenn euch das interessiert, dann fleißig weiter gucken, fleißig weiter Daumen nach oben geben, anderen Leuten von mir erzählen. Hier findet ihr alle Seiten, wo ihr mich finden könnt. Hier findet ihr die letzten beiden Videos. Und mich findet ihr im nächsten Video. Bis bald!